Guten Morgen zu einem neuen Video. Ich dachte, ich nehme euch in dieser Woche mal wieder mit in einem kleinen Vlog. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Bäcker, weil wir heute ein bisschen größeres Frühstück zu Hause machen. Es ist Dienstag. Es nieselt leicht, aber es ist noch nicht so sehr kalt. Es ist ganz schön. Und ja, wie es dann heute und die Tage so weitergeht, seht ihr dann hier in dem Vlog. Viel Spaß! So, ich wollte euch gerade mitnehmen, weil ich habe gerade meine Zalando-Bestellung ausgepackt. Und ja, ich habe mir was eigentlich an Trainingsklamotten fürs Yoga bestellt. Also zum einen hier diese Hose, die ist von Puma. Und ich weiß nicht, wer sich vielleicht von euch noch erinnert, Puma hatte, ich glaube so Anfang der 2000er Jahre schon mal mit der Chrissy Turlington so eine Yoga-Kollektion gehabt. Davon habe ich noch drei Teile tatsächlich. Und die sind so gut. Und jetzt hatte ich hier ja, diese braune Yoga-Hose gesehen, die war jetzt irgendwie auch reduziert. Und dachte mir, ja, ich probiere die mal und die ist wirklich total schön und angenehm. Also die werde ich behalten. Das Top hier, das hatte ich jetzt beim H&M mitgenommen. Und diese Jacke, so eine ähnliche hatte meine Yoga-Lehrerin neulich angehabt, die finde ich auch richtig schön. Die ist jetzt relativ kurz, ist jetzt eine klassische Strickjacke, ist keine Sportjacke. Ich fand die Details aber schön mit diesen großen Knöpfen und hier, dass die Ärmel so ein bisschen puffig gemacht sind. Ist auch ein sehr schönes Material. Ja, also ich bin ganz happy. Ich werde beide Sachen auf jeden Fall behalten. Und genau, also heute ist es wirklich, es hört überhaupt nicht auf zu regnen bei uns. Ich mache es jetzt allerdings so, ich habe heute Mittag noch Ballett. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe mich hier wieder zu so einem Ballettkurs angemeldet, weil es gibt hier unten in der Stadt so ein, das nennt sich Yoga for All, glaube ich, heißt das Studio. Und da gibt es jeden Tag Yoga, Pilates, auch so bestimmte Events, wenn irgendein bestimmter Trainer oder so kommt oder Soundbath. Da haben sie jetzt abends auch einen Ballettkurs für Frauen ab 50, glaube ich, angeboten. Und ja, ich habe immer wieder Ballett gemacht, als Kind sowieso. Dann habe ich es auch vor ungefähr 10 Jahren, habe ich auch mal wieder 2 Jahre gemacht, bis sich der Kurs dann aufgelöst hat. Ja, ich bin jetzt nicht der klassische Balletttyp, aber es macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Ich finde es richtig schön und ich finde es einfach auch ein total gutes Workout für die Haltung, für die Körperwahrnehmung. Ich finde es einfach klasse. Und jetzt habe ich mich eben zu diesem Kurs angemeldet. Da ist heute das zweite Mal um kurz nach 4, weil es so stark regnet, denke ich, dass ich dann mit dem Auto runterfahren werde in die Stadt. Das kann ich eigentlich auch super gut zu Fuß machen. Und ja, das ist dann eigentlich alles, was heute hier noch so passiert. Ich bleibe aber am Ball und nehme euch die Woche über noch mit und ja, schauen wir mal, was noch so passiert. Guten Morgen, heute ist Mittwoch und ich habe mir heute gerade eben, wo ich mich fertig gemacht habe, überlegt, ich könnte euch ja auch nochmal so einen kurzen Einblick geben in meine Herbst-Beauty-Routine. Also die jetzt schon länger auf dem Kanal sind, werden sehen, da ist jetzt fast gar nichts Neues dazugekommen. Aber so ein paar Sachen wollte ich kurz nochmal erzählen. Also im Moment sieht es so aus, dass ich morgens, nachdem ich das Gesicht gewaschen habe und mit Gua Sha gemacht habe, das Bare Minerals Serum benutze. Das liebe ich total und das finde ich total angenehm. Und dann nehme ich die Butter Drench von Bare Minerals als Creme noch oben drüber. Und Augencreme merke ich jetzt beispielsweise auch stark im Herbst, Winter, dass die Haut einfach trockener wird, unter den Augen vor allem auch. Und ich hatte mir jetzt eine neue gekauft. Die Marke heißt Lumen. Also ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist eine finnische Marke. Insofern ist das wahrscheinlich hier mit dem Aussprechen auch so ein bisschen ein Problem. Hier steht drauf Glow Awakening Eye Cream. Ich habe die jetzt mal ein paar Tage benutzt, aber ich muss sagen, leider, sie kommt nicht
an die Bare Minerals Augencreme dran. Die hier, wie man sieht, ist sie auch schon so gut wie leer. Was ich an der jetzt natürlich nicht so gerne mag, ist, dass die in diesem Töpfchen ist und man immer mit dem Finger reingeht. Finde ich jetzt in so einer Tubenform eigentlich besser. Die ist aber so ähnlich wie dieses Serum. Die hat so eine, ja, ist schwer zu beschreiben, so eine Art Kräuteressenz drin und es ist auch so ein bisschen kühlend. Jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, ich habe jetzt keine Probleme mit geschwollenen Augen oder mit ja, dunklen Ringen unter den Augen. Es geht vor allem um die Trockenheit, aber da finde ich die jetzt tatsächlich besser als diese. Die kann ich jetzt also tatsächlich nicht empfehlen. Ich werde sie jetzt noch mal ein bisschen weiter benutzen, bis sie leer ist. Sie ist jetzt auch nicht schlecht, aber eben auch nicht besonders toll. So. Und ja, abends ist es dann so, dann für abends nehme ich hier von Vichy, das hatte ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Das ist hier das Serum Mineral 89 und im Anschluss daran von Kiehl's das Midnight Recovery Oil. Das finde ich richtig schön. Ich habe ja früher immer von Caudalie so ein Rosenöl genommen. Das ist jetzt durch das abgelöst worden. Ich muss mich erst so ein bisschen an den Geruch gewöhnen, aber das finde ich richtig, richtig schön. Ja, zum Abschminken nehme ich jetzt in dieser Jahreszeit auch immer von Caudalie dieses Öl. Ich guck mal. Also ich verlinke euch alle Sachen sowieso unten, wenn es euch interessiert. Bei diesem Öl, das finde ich halt super klasse. Man kann das auf die trockene Haut abends machen. Man kann es auch vorsichtig auf die Augen machen, um das Augen-Make-up abzumachen. Dann wäscht man es mit Wasser ab. Und ja, und die Haut ist eben sanft gereinigt. Das geht alles sehr gut ab damit. Und man hat durch das Öl aber eben so einen kleinen rückfettenden Faktor dabei. Also ich liebe das. Es ist jetzt noch hier so ein ganz klein bisschen drin. Leider kriege ich Caudalie hier in Norwegen nicht. Das heißt, nächstes Mal, wenn ich wieder in Deutschland bin oder so, dann muss ich das wieder mitnehmen. Weil das ist tatsächlich was ich vorwiegend im Herbst, Winter benutze. Ja, was mache ich morgens noch? Cold Brush. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß auch nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe. Das ist also so eine Bürste, mit der man praktisch die Arme, die Beine immer zum Herzen hin den Körper trocken abbürstet. Das hat den Effekt beispielsweise bei den Beinen, dass die Härchen nicht so einwachsen oder dass eben alte Hautschüppchen abgehen und dass der Kreislauf vor allem angeregt wird am Morgen und danach wird der Körper eben eingecremt. Also ich mache es meistens sogar so, dass ich eben mich erst abbrushe, dann in die Dusche und dann eincremen. Macht natürlich auch am meisten Sinn, logischerweise. Ja, und das mache ich auch schon eine ganz lange Zeit und ich habe morgens echt immer so ein bisschen ein Thema, einen Tag zu starten. Also vor Kaffee darf man mich gar nicht ansprechen, aber dadurch, dass ich das morgens dann auch schon mache, bin ich schon ein bisschen mehr da irgendwie. So, vielleicht ist es auch nur Einbildung, egal. Ja, was gibt es sonst noch Neues? Make-up-wise ist jetzt eigentlich nicht neu. Da habe ich hier wieder von Bare Minerals das Complexion Rescue. Das ist ja mehr so eine getönte Tagescreme. Also ich benutze nicht so gerne diese ganz dicken Make-ups. Ich habe auch das Glück, dass die Haut halbwegs gescheit ist, dass ich jetzt nicht so viel Coverage brauche. Ja, die ist mein Go-To, die finde ich immer super angenehm. Aber ich habe auch diese Studio Radiance von MAC. Also die benutze ich auch total gerne. Also die zwei sind immer die ich benutze. Die sind auch nicht so austrocknend und so weiter. Also insofern finde ich die total angenehm. Aber wie gesagt, sie sind eben nicht wahnsinnig abdeckend. So, das muss man vielleicht dazu wissen. Dann habe ich eine Wiederentdeckung gemacht von etwas, was ich schon sehr, sehr lange habe, aber irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Ich mache meistens einen Lidstrich und hatte jetzt zum Glück das letzte Mal von MAC so einen Lidliner mir gekauft, der auch richtig gut funktioniert, einen tollen Pinsel hat. Dann ist mir aber eingefallen, dass ich noch was habe, was ich eigentlich auch schon relativ lange habe. Und zwar ist das von Bobbi Brown. Bobbi Brown, die Marke, mag ich total gerne, weil sie diesen natürlichen Make-up-Look schon seit den 90ern oder so vertritt und ich die Produkte wirklich sehr, sehr gut finde. Die sind sehr hochpreisig, aber ich habe beispielsweise so ein Augenbrauenpuder, das hält dann auch 3-4 Jahre, ich weiß nicht, also ewig.
Und so ähnlich ist es hiermit. Das ist jetzt hier ein Gel-Eyeliner. Das ist hier in diesem Töpfchen. Das ist jetzt so ein grau, bisschen meliert, ganz bisschen nur. Und dazu habe ich auch von Bobbi Brown diesen Pinsel. Ich zeige euch den mal, das ist so ein ganz dünner Pinsel. Den kriegt man aber auch ganz normal im Drogeriemarkt. Halt so einen kleineren Pinsel, den geht man damit rein. Und ja, und das funktioniert sehr gut. Das ist nämlich sehr, sehr weich auf dem Auge, was ich total angenehm finde. Und man kann eben sehr guten Lidstrich damit machen. Man kann es auch dünner oder dicker machen, je nachdem, wie man will. Man kann auch diese Smoky Eyes damit schminken und das hält sehr, sehr gut. Es verschmiert überhaupt nicht über den Tag. Es lässt sich auch gut wieder abmachen. Und wie gesagt, also das habe ich schon eigentlich sehr, sehr lange in meiner Make-up-Kollektion. Habe es aber jetzt irgendwie gefühlt 2 Jahre nicht benutzt oder 1,5. Und habe mich gefreut, dass ich jetzt mal wieder auf die Idee gekommen bin, das zu benutzen, weil das finde ich jetzt gerade richtig schön. Und das nächste, was ich jetzt auch wieder angefangen habe zu benutzen, ist Lip Liner. Ist im Moment auch wieder so ein bisschen so ein Ding. Habe ich früher öfter benutzt, dann eine Zeit lang gar nicht mehr, weil ich auch nicht so viel Lippenstift dann benutze im Alltag. Und ja, und jetzt habe ich aber eigentlich den finde ich eigentlich super gut, der ist auch schon relativ klein. Der ist von Victoria Beckham. Das ist dieser hier. Das ist so ein relativ neutraler Ton. Ich kann euch gar nicht sagen, das ist die 02. Also nochmal, ich verlinke es auch unten. Und wenn ich den dann benutze und dann, das hatte ich euch auch schon mal vorgestellt, das von MAC, so ein Lip Conditioner. Das ist auch das, was ich jetzt gerade drauf habe. Wenn man den dann drauf macht, und das so ein bisschen verwischt mit dem Eyeliner, dann hat man eigentlich eine total schöne Lippenfarbe für den Alltag, wie ich finde, die sehr natürlich aussieht und eben sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Und beim Rouge bin ich jetzt wieder auf Fenty Beauty, diesen Cream Rouge, ein bisschen umgestiegen. Im Sommer habe ich immer ein bisschen einen helleren. Jetzt im Winter, Herbst, ich habe es glaube ich auch noch gar nicht drauf gemacht heute. Sehr gut. Ja, im Winter, Herbst habe ich dann immer so ein bisschen so ein, ja, mehr so ein Rosenton. Und ja, was ich noch mal ganz gerne gucken wollte, ich nehme ja schon seit ewigen Zeiten diesen Bronzer von NARS. Ich hatte jetzt aber ganz oft gesehen, diese Bronzer-Stifte, Green Bronzer. Und da dachte ich mir, da will ich auch noch mal gucken, ob ich den ganz schön finde. Ich hatte jetzt bei einer anderen YouTuberin gesehen, es gibt einen von Make-up by Mario. Das ist kein Stift, das ist auch einer mit Pinsel aufzutragen ist. Der soll richtig gut sein, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo ich das hierher kriege, weil ich glaube, das ist schon relativ speziell. Aber da halte ich euch mal auf dem Laufenden. So, das war jetzt eigentlich nur ein relativ kurzer Überblick über die Sachen, die ich im Moment benutze, beziehungsweise die jetzt vielleicht auch ein bisschen neu dazugekommen sind. Wie geht es heute weiter? Ja, ich habe ja gestern Abend mein Training gemacht, es war richtig schön und jetzt werde ich gleich gegen 11 Uhr losfahren. Ich habe einen Termin zur Grippeimpfung. Das findet für mich jetzt hier in der Apotheke statt. Also es ist so, wenn man zu einer Gruppe gehört, wie beispielsweise über 65 oder chronisch krank, dann kriegt man das beim Hausarzt kostenlos geimpft. Da braucht man sich auch gar nicht anmelden, kann man einfach in so eine Laborsprechstunde gehen. Und ja, und alle anderen, auf die das praktisch nicht zutrifft, machen sich einen Termin in der Apotheke. Und dann geht man in die Apotheke, ich glaube, es kostet so 30 oder 35 Euro und wird dann da geimpft. Und der Vorteil ist, wir haben hier eine Apotheke genau neben dem Supermarkt. Also das ist wie so ein kleiner, ja, da ist eine Apotheke, ein Blumenladen und der Supermarkt eben drin. Und da habe ich jetzt kurz nach 11 den Termin. Und dann kann ich da gleich noch meine Einkäufe machen und dann, ja, und dann gucken wir mal, wie es heute so weitergeht. We start to move out of balance and a little bit more towards that inequality. That's why likely in your So, Impfung ist hier drin. Wie ihr gerade gesehen habt, ich bin gerade dabei, eine Online-Fortbildung zu machen oder ja, ist teilweise online.
für ein neues Projekt, was ich eigentlich nächstes Jahr so an den Start bringen will. Bin ich sehr aufgeregt und es ist wirklich was sehr, sehr gut resoniert mit mir und was auch ja, einfach total gut in die Sachen reinpasst, die ich über die Jahre jetzt schon so gelernt habe und ja, die mich auch total interessieren. Aber ich werde jetzt noch nichts verraten. Das wird dann hoffentlich irgendwann bald im nächsten Jahr an den Start gehen. In welcher Form und so weiter, weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Wer hier schon länger dabei war, hat ja gesehen, dass ich eigentlich Anfang des Jahres, glaube ich, oder ja im ersten Teil des Jahres überlegt hatte, meine Coaching-Tätigkeit wieder aufzunehmen. Ich hatte dann auch schon meine Webseite und alles gebaut und habe dann aber nochmal so in mich reingehört und habe irgendwie gedacht, nee, fühlt sich gerade irgendwie überhaupt nicht so an, als dass ich das machen wollen würde. Und ja, jetzt bin ich so ein bisschen so einen Umweg geflogen und komme jetzt über eine andere Seite zu bestimmten Themen, die jetzt gefühlt viel, viel besser passen. Nochmal, ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Luxus habe, mir da die Zeit zu lassen und da auch so ein bisschen auf meine Intuition und mein Herz zu hören, die Sachen an den Start zu bringen. Aber ja, rein aus der Lebenserfahrung weiß ich auch, wenn man nicht mit ganzem Herzen dahinter steht oder wenn irgendwas ist, was nicht so richtig passt, dann wird es auch einfach nicht wirklich was. So, aber so viel dazu. Jetzt ganz kurz, also wie gesagt, heute Morgen war ich beim Impfen. Ist auch soweit alles gut. Merke jetzt nichts groß. Selbst der Arm ist okay. Und die haben mir jetzt auch gesagt, nach der Grippeimpfung ist ja auch kein Problem, morgen wieder Sport zu machen, wenn jetzt nichts Größeres ist. Also warten wir es mal ab. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, was die Tage nämlich angekommen ist. Und da freue ich mich total drüber, weil ich bin so ein Typ, der total gerne so auf Schreibwaren steht. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen weird, aber so gute Stifte, schönes Papier, all solche Sachen liebe ich einfach. Kalender, Journals, so. Und jetzt ist mein neuer Kalender für das Jahr 2025 angekommen. Und das ist ein Hobonichi Techo 225. Das ist dieser hier. Ich habe ihn noch gar nicht ausgepackt. Ich gucke mal, ob ihr das so sehen könnt. Also der hat hier so, wir haben jetzt ein bisschen schlechtes Licht hier, weil es schon relativ dunkel ist. Hat hier so Comic-Strips außen drauf, was ich ganz süß finde. Ich habe den jetzt im 3. Jahr, diesen Hobonichi-Kalender, wohl wissend, dass es echt ein Luxusgut ist, weil diese Kalender sehr, sehr teuer sind. Ich hatte, der hier ist von 2023 und ja, die sehen einfach super, super schön aus. Es gibt da verschiedene Motive und auch hier sind die fällt noch die Hälfte raus, haben die so ganz, ganz dünnes Papier. Und hier ist es jetzt, ich zeige jetzt gerade mal die Seite, weil da nicht so viel drauf steht, habe ich hier praktisch die Woche und hier habe ich immer die Möglichkeit, was drauf zu schreiben. Also ich mache da üblicherweise meine To-Do-Listen drauf und dann hat man eben hier vorne auch nochmal so ein Jahresüberblick drin. Also das war meiner von 2023 so rum. Und das ist mein aktueller von 2024. Die sind jetzt auch sehr dünn und ja, die haben auch so eine schöne Haptik. Die haben einfach so ein super schönes Papier, wie man hier vielleicht sieht. Und ja, die haben einfach, also wie gesagt, die haben dann hinten auch noch so einen Anhang mit praktisch so einer, ja, so ein Adressanhang, aber hier auch so meine Top 100. Dann gibt es da ganz viel so Aufklebersachen zu und ja, und sowas finde ich halt auch richtig cool. Ich muss mal gerade gucken, ob ich die habe ich doch, hier habe ich jetzt so ein paar. Da hatte ich mir das letzte Mal in Frankfurt auch welche mitgenommen. Das sind jetzt mehr so ein bisschen kindlichere, weil meine Töchter die auch benutzen. Oder hier habe ich auch so kleine Büroklammern, also solche so runde Büroklammern. Ich glaube, das Licht ist jetzt echt so schlecht dafür. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe hier meinen Kalender so immer hier vorne auf dem Schreibtisch liegen. Da stehen dann auch immer Woche für Woche die Sachen, die noch zu erledigen sind, drauf. Also habe ich hier meine To-Do-Liste. Ich benutze den gar nicht so sehr viel für die Termine, weil die habe ich hier tatsächlich im Handy drin als Familienkalender, wo sich jeder gegenseitig dann erinnert und so weiter.
Aber eben, ich notiere mir da einfach ganz viele Ereignisse oder ja, tracke da auch Sachen drin und so weiter. Und wie gesagt, jetzt ist der neue Kalender angekommen. Also freue ich mich schon drauf. Ich lasse den jetzt auch nochmal so ein bisschen in der Hülle. Dann, dann kommt nichts dran, bis das Jahr 2025 anfängt. Und eine Sache, die ich auch noch hier auf meinem Schreibtisch liegen habe, ist dieses Buch, The Pivot Year von Brianna Wiest. Das finde ich auch richtig cool. Da ist im Prinzip für jeden Tag, also hier steht jetzt zum Beispiel Tag 56, für jeden Tag so ein kleiner Text drin, also unterschiedliche Länge sieht man hier ganz gut. Hier ist es nur so ein ganz kleiner Text, hier ist ein bisschen längerer Text, der so ein bisschen als Reflexionsgrundlage dient. Und es gibt oft Texte, die nicht wirklich an dem Tag mit mir resonieren, aber es gibt auch eben sehr viele Texte, die dann tatsächlich so einen Denkanstoß geben. Ich mache das jetzt auch nicht jeden Tag. Es liegt hier auf meinem Schreibtisch und wenn ich Lust und Muße dazu habe, nehme ich mir das. Ich habe immer meinen Stift drin liegen und schreibe mir dann auch hier immer das Datum rein, wann ich mir das angeguckt habe. Und habe im Prinzip dann also eigentlich mehr von dem Buch als jetzt nur das eine Jahr. Ich habe da auch irgendwann im Jahr angefangen mit, weil es ist jetzt noch nicht so viel. Aber das ist auch sowas, was hier mal auf meinem Schreibtisch liegt und was ich richtig, richtig gerne mag. Noch eine Sache, die ich euch vielleicht gleich erzählen kann, weil es jetzt ja hier schon so früh dunkel ist. Also wir haben es jetzt 4:45 und hier draußen, man sieht es jetzt nicht, weil die Lampen an sind, ist es schon relativ dunkel. Was jetzt dazu führt, dass hier alle diese Reflektorarmbänder haben. Also das ist jetzt eigentlich kein richtiges Reflektor-Dingens. Das ist sowas, was man sich an den Jackenärmel machen kann. Oder hier vorne so. Oder auch an den Fuß. Und alle anderen haben diese Reflektorwesten an, die wir vielleicht so kennen von denen, die man im Auto haben muss. Die werden hier aber in der Schule immer verteilt. Auch so Bänder, die man hier einfach so wie so ein Kreuz vor sich trägt. Auch in diesem Neongelb. Es gibt die aber auch Neonschwarz. Der Hauptsache es reflektiert halt. Und alle Leute, die hier mit dem Fahrrad unterwegs sind, Kinder, aber auch Erwachsene tragen die tatsächlich. Und viele Leute tragen die, auch wenn die abends hier zu Fuß unterwegs sind oder mit dem Hund gehen, haben die einfach diese Reflektorsachen an. Also das ist hier ganz üblich, kommt sich auch keiner komisch drin vor. Und ich finde es tatsächlich auch ganz angenehm, wenn ich hier abends nochmal spazieren gehe mit meinem Mann und ich habe das um die dunkle Jacke, weil man merkt es gar nicht so oft, aber man hat dann doch eine dunkle Jacke an, eine dunkle Jeans an. Und dann steht man eventuell am Zebrastreifen und es ist einfach für die Autos tatsächlich besser zu gucken, wenn man so ein Teil anhat. Man muss jetzt da nicht gleich so ein Gesamtensemble anhaben, aber immerhin so ein Ding reicht ja auch schon. Ja. Das war es jetzt eigentlich auch heute hier von mir. Wie gesagt, wir waren einkaufen. Ich habe euch das glaube ich eingeblendet, dass wie jetzt hier schon von uns der Raclette-Käsepreis gemonitort wird. Da tut sich aber gerade gar nichts. Aber wir haben das Glück, dass Freunde uns Anfang Dezember besuchen kommen und denen haben wir schon gesagt, dass sie uns bitte Raclette-Käse mitbringen sollen, weil, wie gesagt, ein Päckchen kostet hier um die 20 € und wir Raclette eben immer zu Weihnachten essen. Ja. Also heute war nicht so sehr viel los. Wie gesagt, wir waren beim Impfen, wir waren einkaufen und ich bin jetzt hier mit meiner Fortbildung beschäftigt und mal gucken, was morgen so los ist. Ich halte euch auf dem Laufenden. Guten Morgen, es ist heute schon Freitag. Ich habe gestern jetzt gar nichts gefilmt tatsächlich, es war aber auch hier nicht viel los. Wir hatten ziemliches Wetter, also sehr viel Sturm und eigentlich den ganzen Tag so ein komplett Dauerregen. Ich habe gestern auch hier in meiner Fortbildung gearbeitet und habe noch ein Elterngespräch in der Schule gehabt, was eigentlich immer auch ganz cool ist. Da hatte ich auch schon mal im Podcast über das letzte Elterngespräch gesprochen, weil die Kinder hier auch immer so eine kleine Fragebogen ausfüllen und den dann im Elterngespräch vorstellen. Das heißt also, dass die sich selber schon im Vorfeld reflektieren und dann ist es immer ein sehr auf Augenhöhe gemachter Austausch mit den Lehrern. Das war also auch echt gut gestern, das Elterngespräch. Ging auch ratzfatz. Ja, und was war gestern noch? Ja, Halloween war gestern. Wir haben einen Kürbis geschnitzt, beziehungsweise die Greta hat einen Kürbis geschnitzt und wir haben
hier eine Schüssel mit Süßigkeiten gehabt und tatsächlich waren gestern sehr, sehr viele Kinder hier. Das war richtig schön, groß, klein, alle total schön verkleidet. Und was ich hier sehr mag, wobei ich jetzt dazu sagen muss, ich weiß jetzt nicht so genau, wie es in Deutschland ist. Ich kann mich erinnern, dass es, glaube ich, auch nicht so sehr viel anders war. Aber die Kinder hier sind immer sehr, sehr höflich und nehmen sich wirklich nur ein Stück aus der Schüssel. Und wenn man dann sagt, ja, ihr könnt ruhig schon 2 oder 3 nehmen, dann sind die erstmal so ganz zurückhaltend und alle bedanken sich immer. Und ja, die sind irgendwie sehr höflich. Das finde ich sehr schön. Und sind natürlich auch sehr aufgeregt. Und gerade wenn man dann die ganz Kleinen in den Kostümen sieht, das finde ich schon immer sehr süß. Ja. Gut, heute Freitag, letzter Tag der Woche. Wir haben am Sonntag einen Geburtstag. Die Liv wird 15, freue ich mich auch schon. Und sie ist natürlich auch schon total aufgeregt. Ich gehe gleich nochmal in die Stadt, weil ich noch was umtauschen muss und muss noch mal gucken, ob ich genug Geschenkpapier habe. Ja, und dann werde ich heute eben weiter an der Fortbildung arbeiten. Eine Sache wollte ich euch noch erzählen, das kam nämlich die Tage mit der Post. Und zwar ist das dieses Heftchen hier. Aktuell ist hier so eine Woche, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Übersetzung heißt, aber es ist so eine Awareness-Woche für Notfallszenarien. Und dieses Heftchen hat jetzt jeder im Briefkasten gehabt. Man kann das auch online runterladen. Und da ist praktisch, steht drin, wie man sich vorbereitet auf Notfälle im Hinblick auf Unwetter, Kriegsgeschehen, Pandemien, was auch immer. Dann gibt es hier auch so Listen drin, wo man praktisch ankreuzen kann, ob man alles hat. Also wo es darum geht, Trinkwasser, Kerzen, Hygienemittel und dass man praktisch auch ein Radio hat ohne Stromzugang. Ja, alles, was man im Grunde genommen für so einen Notfall braucht. Ich weiß, dass es das auch in Deutschland gibt. Das wissen, glaube ich, gar nicht so viele in Deutschland. Man kann das, glaube ich, bei irgendeinem Bundesamt bestellen. Ja, aber hier finde ich es halt total praktisch, dass man das eben hier in den Briefkasten bekommt, dass es in den sozialen Medien kommuniziert wird. Also es ist relativ präsent im Moment, sodass die Leute tatsächlich, dass es denen auch bewusst ist, dass sie sich gegebenenfalls vorbereiten sollten. In Deutschland ist es, glaube ich, so, dass es sogar verpflichtend ist, im Grunde genommen vorbereitet zu sein. Wissen auch nicht so viele tatsächlich, aber es gibt da irgendwie so ein, weiß ich nicht, Katastrophen, irgendwas Gesetz, keine Ahnung, wo das drin ist. Also eine Freundin von uns, die arbeitet in dem Feld und hatte uns das eben auch mitgeteilt, weil es uns gar nicht bewusst war. Ja, also das finde ich hier halt ganz gut. Es gibt es auch mehrsprachig, man kann es auch auf Englisch runterladen und ich glaube, man kann es hier auch, wenn man auf die Seite der Gemeinde geht, kann man es dann auch in ganz, ganz vielen anderen Sprachen, wie jetzt beispielsweise Türkisch oder Ukrainisch oder so, kann man überall diese Dinger runterladen. Also es wird schon recht transparent gemacht, dass man vorbereitet ist. Kommt jetzt natürlich auch hier zu einem ganz guten Zeitpunkt, weil wir ja vor 2 Wochen waren hier 50.000 Haushalte ohne Frischwasser, weil eben eine Hauptleitung beschädigt wurde und die hatten dann 3 Tage kontaminiertes Wasser gehabt und mussten halt sich dann anders behelfen. Und deswegen haben die Leute es jetzt auch noch relativ auf dem Zettel und sind jetzt auch, da irgendwie nochmal gut auch mental vorbereitet, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Gut. Das war es jetzt erstmal von hier. Ich denke, ich nehme euch nachher ein bisschen mit in die Stadt. Dann könnt ihr noch mal ein bisschen gucken. Wir haben jetzt hier so Lala-Wetter. Also es ist irgendwie bedeckt. Es ist nicht so kalt. Es sind, glaube ich, so 13 Grad. Und ja, hoffen wir mal, dass es nachher nicht regnet. So.
zeige ich euch jetzt mal den Hafen, weil es ist nämlich hier, wie man an unseren Frieren erkennen kann, ist es relativ kalt heute. Der Wind ist ja ziemlich eisig. Ich schalte euch mal auf jetzt. So, wir sind wieder zu Hause. Wir haben Pizza mitgebracht. Die werden wir jetzt gleich essen. Und damit beschließe ich jetzt hier auch den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns in dem nächsten Video wieder. Bis dahin.